Hallo und herzlich willkommen bei Deutsch lernen mit Heidi. In diesem Video geht es um Wortschatz zum Thema Haushalt und Heimwerken. Viel Spaß mit dem Video. Wenn ich den Mixer benutzen möchte, muss ich den Stecker in die Steckdose stecken. Der Mixer, die Mixer, der Stecker, die Stecker. Der Stecker ist am Kabel. Das Kabel, die Kabel. Der Stecker, die Stecker. Den Stecker muss man in die Steckdose stecken. Die Steckdose, die Steckdosen. In der Lampe ist eine Glühbirne. Die Lampe, die Lampen. Die Glühbirne, die Glühbirnen. Wenn die Glühbirne kaputt ist, muss man sie wechseln. Die Glühbirne, die Glühbirnen. Um eine Flasche mit Kronkorken zu öffnen, benutzt man einen Flaschenöffner. Der Flaschenöffner, die Flaschenöffner. Der Kronkorken, die Kronkorken. Wenn man eine Weinflasche öffnen will, braucht man einen Korkenzieher. Der Korkenzieher, die Korkenzieher. Der Korken ist aus Kork oder aus Kunststoff. Der Korken, die Korken. Immer mehr Weinflaschen haben neuerdings aber auch einen Schraubverschluss. Der Schraubverschluss, die Schraubverschlüsse. Wenn man es gemütlich haben möchte, kann man eine Kerze anzünden. Die Kerze, die Kerzen. Oder man zündet ein Teelicht an. Das Teelicht, die Teelichter. Das Teelicht kann man in eine Laterne stellen. Die Laterne, die Laternen. Oder man stellt das Teelicht in ein Stöfchen, damit der Tee in der Teekanne warm bleibt. Das Stöfchen, die Stöfchen. Der Tee ist in der Teekanne. Die Teekanne, die Teekannen. Um eine Kerze oder ein Teelicht anzuzünden, kann man ein Feuerzeug verwenden. Das Feuerzeug, die Feuerzeuge. Man kann aber auch ein Streichholz benutzen. Das Streichholz, die Streichhölzer. Wir sagen auch das Zündholz, die Zündhölzer. Streichhölzer kauft man in der Schachtel. Die Schachtel, die Schachteln, die Streichholzschachtel. Blumen stellt man in eine Vase. Die Vase, die Vasen. Pflanzen und Blumen kann man auch in einen Blumentopf pflanzen. Die Pflanze, die Pflanzen, der Blumentopf, die Blumentöpfe. Pflanzen gießt man mit einer Gießkanne. Die Gießkanne, die Gießkannen.
Damit das Wasser nicht auf den Boden fließt, benutzt man oft auch einen Untersetzer. Der Untersetzer, die Untersetzer. Manchmal hat man auch einen zweiten Topf. Man nennt ihn Übertopf. Der Übertopf, die Übertöpfe. Pflanzen und Blumen stellt man oft aufs Fensterbrett. Das Fensterbrett, die Fensterbretter. Ein Bild ist oft im Bilderrahmen. Der Rahmen, die Rahmen, der Bilderrahmen. Um ein Bild aufzuhängen, benutzt man meistens einen Hammer und einen Nagel. Der Nagel, die Nägel, der Hammer, die Hämmer. Und manchmal steht man dabei auf einer Leiter. Die Leiter, die Leitern. Er hat einen Schraubenschlüssel, um das Waschbecken zu reparieren. Der Schraubenschlüssel, die Schraubenschlüssel. Wenn man ein Regal zusammenbauen möchte, braucht man Schrauben. Die Schraube, die Schrauben. Zum Zusammenbauen kann man einen Schraubenzieher benutzen. Der Schraubenzieher, die Schraubenzieher. Wir sagen auch der Schraubendreher, die Schraubendreher. Praktischer ist aber ein Akkuschrauber. Der Akkuschrauber, die Akkuschrauber. Er streicht die Wände. Dazu braucht er Farbe. Die Farbe, die Farben. Die Farbe ist im Eimer. Der Eimer, die Eimer. Und er braucht einen Farbroller. Der Farbroller, die Farbroller. Man kann auch einen Pinsel benutzen. Der Pinsel, die Pinsel. Die gewaschene Wäsche kann man an die Wäscheleine hängen. Die Wäscheleine, die Wäscheleinen. Oder man hängt sie an den Wäscheständer. Der Wäscheständer, die Wäscheständer. Man befestigt die Wäsche mit Wäscheklammern. Die Wäscheklammer, die Wäscheklammern. Um die Wäsche zu transportieren, benutzt man einen Wäschekorb. Der Wäschekorb, die Wäschekörbe. Wenn die Wäsche trocken ist, kann man sie bügeln. Dazu braucht man ein Bügelbrett und ein Bügeleisen. Das Bügelbrett, die Bügelbretter, das Bügeleisen, die Bügeleisen. Gebügelte Kleidung kann man auf den Kleiderbügel hängen. Der Kleiderbügel, die Kleiderbügel.